Du siehst jetzt einige Fotos, guck dir die mal an und erzähl mir, was du siehst. Oh Gott. Wow. Oh Gott, ist das creepy. Der hat Chucks an, Alter. Ich sag, du musst eine Therapie machen, auf jeden Fall. Hi, ich bin Josef und das ist das Geheimnis meiner Kindheit. Das bist du, ne? Voll schön. Sieht soweit aus wie ein normales Kinderfoto. Glücklich? So würde ich es beschreiben. Ein glückliches Kind. Oh Gott, der Rottweiler. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Rottweiler ist, aber sieht so ähnlich aus. Ich kenne mich mit Hunden nicht aus, weil warum? Und ein Kaninchen, du bist ja ein richtiger. Wo bist du denn groß geworden? Aber du hast auch eine Faszination dafür, eindeutig. Also das sieht, aber es ist wahrscheinlich bei Kindern sowieso, weil die ungefähr die Größe haben. Oh Gott. Oh Gott, das ist unheimlich. Oh Gott, das ist Josefs Halsgeliebter sagt. Oh Gott, ist das creepy. Der hat bei dir im Bett geschlafen? Erinnert ihr euch noch an euer erstes Stofftier? Das eine, was ihr hattet, bevor ihr euch selbst kanntet? Ich habe meine Freunde gefragt. Ich hatte einen Wurm, einen sehr langen Wurm. Bitte schneid da nichts Falsches draus. also irgendwie so. Und den habe ich halt Ewigkeiten hinter mir hergeschleppt. Aber ich hatte halt nicht so ein... ich hatte nicht so ein richtiges Stofftier. Ich hatte die Inga. Die Inga war eine Puppe. Ich habe Inga richtig geliebt, ne? Inga war richtig toll. Aber irgendwann habe ich den Fehler gemacht, ich habe Inga geschminkt. Mit Wachsmalstiften. Und diese Wachsmalstiften gingen nicht mehr ab. Und dann war es vorbei, schnell. Weil es war nicht schön von mir gemacht. Das war einfach, ja. Hattest du irgendwas als Kind? Irgendeine Puppe, irgendein Kuscheltier? Ich hatte so einen Bären mit einer Latzhose. Das war so mein Lieblingskuscheltier, aber wenn ich so eine Fratze die ganze Zeit neben mir hätte liegen gehabt. Aber Kinder sind ja tolerant, zum Glück, die haben noch keine Vorurteile. Das ist eine nette Puppe. Nein, das sind nicht. Und nachts, ne? Wir haben alle genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, was passiert. Ja, mein erstes Stofftier war offensichtlich dieser Clown. Und ich habe das irgendwie jahrelang vergessen. Ich habe ewig nicht daran gedacht. Und als mir das vor kurzem wieder eingefallen ist, hatte ich Schwierigkeiten, mich zu erinnern, wo der herkam und warum ich diesen Clown hatte. Und als ich dann durch die Fotoalben gegangen bin, habe ich keine früheren Fotos gefunden als dieses eine, wo er plötzlich neben mir im Bett liegt. Oh Gott! Du schläfst den ruhig daneben! Das ist ja nicht normal! Oh Gott, das ist unheimlich! Das bist jetzt wirklich, du hast es nicht gefaked, ne? Boah, Josef, da muss man sich... Warum bist du jetzt so nett? Oh Gott, du Himmel, Josef und sein bester Freund. Beim Mittagsschlaf. Und natürlich schläft der Clown nicht, weil der Clown schläft nie. Der ist immer wach. Ich hätte in meiner Kindheit Angst vor diesem Clown gehabt. Ich glaube, ich hätte jetzt Angst vor diesem Clown, wenn der in meinem Zimmer, erst recht in meinem Bett stünde. Oh Gott, das ist jetzt kippt es halt, weil jetzt wird's creepy. Jetzt wird's echt creepy, weil ich glaube, es war dein Freund. Ich kenne es dein bester Freund und du lutschst die Hand, weil es war Love. Gott, das ist unheimlich. Es wird nicht besser. Oh Gott. Hinten liegt ein Kind schon tot. Du bist mit deinem Auto unterwegs und wirst gerade noch umgebracht von dem Clown. Dennoch ist dein bester Freund. Diese hypnotische Wirkung, man möchte wegschauen, aber man kann nicht. Mehr und mehr komme ich auf den Gedanken, dass du diese Fotos gestaged hast, aber du wirst es nicht getan haben. Oder dass du die... Nee, das ist auch nicht reingefotoshoppt. Oh Gott, das ist einfach so krass. Ich stelle mir gerade vor, dass man dich so im Kindergarten einlädt und dass du auf dem Kindergeburtstag bist und du hast ihn einfach immer dabei, immer. Ja, der war überall dabei. Tatsächlich der beste Freund. Weil er war immer an deiner Seite. Und auch so richtig unzertrennlich. Oh Gott, das ist so tragisch. Augenbrauen, die so nach unten zeigen, drücken doch Aggressionen aus. Also ich finde es echt gruselig, um ehrlich zu sein. Josef, ich glaube, das ist eine ganz tiefe Erklärung dafür, warum du so bist, wie du bist. Ich weiß nicht, wie das auf dein heutiges Wesen schließen lässt, aber
nun gut. Du hattest einen Freund und der war dir treu und du warst ihm treu und ihr hattet sehr viel Spaß zusammen und das ist doch was Schönes. Kann ich jetzt gehen, weil es mir gerade ein bisschen komisch an der Stelle. Egal, wem ich die Fotos gezeigt habe, alle waren regelrecht schockiert. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nie wirklich schockiert war, weil ich kenne den Clown ja und habe keine negativen Assoziationen mit ihm. Aber um rauszufinden, wo der Clown wirklich hergekommen ist, musste ich die einzigen Leute fragen, die das wirklich wissen konnten. Und zwar meine Eltern. Wo kam der Clown denn her? Weil ich habe in den Fotos gesehen, der war einfach eines Tages im Bett. Das erste Foto ist der Clown im Bett. Den haben wir auf einem Flohmarkt gekauft. Kann auch sein, dass du dir den wirklich explizit ausgesucht hast. Wir sind ja auf Flohmärkte gegangen. Ich meine das nämlich. Ja. Das heißt, er war gerade ein Jahr alt vielleicht. Genau, nach den Fotos war ich ungefähr ein Jahr alt. Ja, genau. Aber ich hätte ihm nie irgendwie Und sowas dann- gekauft und gesagt, das musst du jetzt mit Aber zu spielen haben. Nee. Doch. Der hat da eine Faszination gehabt in irgendeiner Form, die hat er ausgedrückt und ich habe ihm das erfüllt. Das war ein Clown und der war auffällig und konnte nicht verloren gehen. Also der war lang und groß und das war dein Begleiter, der war wichtig. Dem hast du alles gezeigt. Das war dein Kumpel. Denn du hattest im Haus ein Mädel zum Spielen. Das war gut und das war deine Freundin. Aber der war dir viel näher. Mit dem hast du wahrscheinlich ganz viel geteilt. Ganz tolle Bilder. Ganz tolle Bilder. Wo er mich erwürgt? Das Ja, ist erste von Szenen. deinem Ding Erste hier. Szenen machst du da. Du siehst ja, du machst den ja mit der Hoseträger, hast den ja so festgemacht. Ne? Ach so, ich habe den mit der Hosenträger an meinem Hals festgemacht. Ja, und das war wirklich so. Das war die Szene, die hast du damals, das war bewusst, hast du es nicht gesehen? Du hast ja immer mit deiner Fantasie ganz viel gemacht. Das war dein Kumpel. Du hast ihm alles beigebracht, was du konntest. Ja, Zum Beispiel hier. stimmt. Dass es ein Clown war auch für euch kein Problem. Die meisten Leute mögen ja keine Clowns. Das hat aber auch vielleicht damit im Hintergrund zu tun, früher war ja noch mehr mit Zirkus. Du hast recht, wenn das einen Gruselaspekt haben kann, ein Clown. Spätestens nach dem Film S, denk mal über so etwas nach. Ich hoffe, du erklärst mir jetzt nicht, dass der Clown jetzt in dir steckt und dich komplett eingenommen hat, aber wer weiß. Es ist das letzte Foto. Oh Gott. Während meine Kindheit mit dem Clown gar kein Problem war und ich wie ein Kumpel mit ihm durch die Stadt gezogen bin, hatte ich mit 12 Jahren ein nicht so schönes Erlebnis mit einem Clown, den ich noch nicht mal wirklich getroffen habe. Und zwar habe ich auf einer Party mit Freunden gemeinsam den Film S, basierend auf dem Roman von Stephen King, gesehen. Nach diesem Film hatte ich 2 Tage das erste Mal in meinem Leben absurd heftige Albträume. Die waren so schlimm, dass ich teilweise gar nicht schlafen konnte und tagsüber eingenickt bin und wieder Albträume hatte. Die Albträume hatten aber tatsächlich auch etwas Positives, denn sie regten meine Fantasie an. Und ich wollte selber einen Horrorfilm machen. Ich wollte selber diese Emotionen in Menschen hervorrufen, die Tim Curry als S in mir hervorgerufen hat. Also wurde ich selbst zum Horrorclown und habe meinen eigenen Horrorfilm gedreht. Und meinen ersten Filmpreis... Nein, kein Filmpreis. Aber ich habe meinen ersten Horrorfilm gedreht. Mein Freund. Wie ist dein Verhältnis zu Clowns generell? Also Puppen finde ich unheimlich und auch so Masken finde ich unheimlich und echte Clowns. Ich musste selber leider nie darüber lachen, aber ich finde, dass, also wenn man jetzt ganz zurückgeht, auch so Charlie Chaplin und so, wo das Handwerk herkommt, finde ich super interessant. Boah, Josef, das ist echt krass. speziellen Erinnerungen an Clowns? Ich finde den Clown-Auftritt im Zirkus nicht witzig, fand ich auch nie. Ich habe dieses Jahr in Valencia noch einen sehr, sehr guten Zirkus gesehen, den Circo Ralui. Und das Einzige, was mir nicht gefallen hat, waren die Clown-Nummern. Weil ich die einfach nicht witzig finde. Nee, finde ich nicht lustig. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal in der Schule bei so einer Zirkusaufführung, die wir da inszeniert haben, da bin ich mal ein Clown gewesen. Aber ich war ein deutlich sympathischerer Clown als er hier.
Ich habe sehr viel Zeit mit diesem Clown verbracht, tatsächlich mehrere Jahre laut den Fotos. Und erst als meine erste kleine Schwester geboren wurde und so alt war, dass ich mit der spielen konnte, taucht der Clown nicht mehr in den Fotos auf. Also offenbar hat meine Schwester den Clown ersetzt. Und um mein eigenes klischeegetränktes Bild vom Clown ein bisschen zu verändern, habe ich mit einer professionellen Clownistin gesprochen, und zwar Nele Jäger, mit der ich zusammen Abitur gemacht habe. Und die so weit weg wohnt, dass wir unser Gespräch über Skype geführt haben. Warum hast du dich entschieden, Clownin zu werden? Für mich war es tatsächlich ein Kindheitstraum. Also ich bin damals mit meiner Mutter und meinem Bruder in den Zirkus von Kali gegangen. Das war das erste Mal, dass ich live Clowns gesehen habe. Und es hat mich so krass fasziniert und so. Ich wollte immer wieder Clowns sehen. Und dieser Traum, irgendwann mal die Seiten zu wechseln und selbst anzustimmen. Wie bezeichnet man deinen Beruf? Ich bin ausgebildete Clownschauspielerin und Pantomime. Was verbindest du persönlich mit Clowns? Ich verbinde Freiheit damit, weil sie sich völlig von unserem Wertesystem frei machen. Wenn wir schon bei ganz konkreten Wort sind, beim Scheitern. Scheitern kommt nur zustande, indem ich das, was gerade passiert ist, selbst bewerte. Also wenn ich hingefallen bin und dann denke, oh mein Gott, alle haben mich gesehen, das ist total peinlich, dann passiert dieser Punkt, dass ich gescheitert bin, weil ich nicht der Norm entsprochen habe. Der Clown, also der Rotnasenclown, hat dieses Wertesystem nicht im Kopf, sondern, ups, ich bin hingefallen, dann stehe ich wieder auf und gehe weiter. Und dadurch ist er so frei. Das heißt, der Clown hat einen wertfreien Blick auf die Welt. Ja, unser Lehrer hat immer gesagt, ein Clown ist verrückt, also verrückt, so von seiner Sichtseite. Der hat einfach so eine andere Perspektive, wie er auf die Welt blickt. Und daraus können wir ganz viel mitnehmen und ganz viel lernen auch. Bei mir ist das ja eher so, und auch bei anderen Leuten in meinem Umfeld, dass die Clowns eher gruselig finden. Ich finde es sehr schade, weil ich glaube, dass es, also weil es dem nicht gerecht wird, weil er einfach so viel mehr sein kann, der Clown. Horrorfilme haben wahrscheinlich viel dazu beigetragen, dass es inzwischen ein sehr negatives Klischeebild von Clowns gibt. Ob das jetzt Stephen Kings S war oder auch der Joker aus Batman oder die Horrorclowns. Insgesamt hat der Clown durch solche Umkehrungen viel Negatives abbekommen, was sich in unseren Gehirnen festgesetzt hat. Eigentlich sollen Clowns Menschen zum Lachen bringen und ihnen Lebensfreude schenken. Sie können aber auch dabei helfen, einen komplett anderen Blick, eine andere Perspektive auf die Welt zu erhalten. Clowns werden heutzutage nach wie vor im Zirkus oder im Theater eingesetzt. Es gibt inzwischen aber auch Therapieclowns oder Krankenhausclowns. Es gibt auch Projekte, wo Clowns mit Demenzkranken arbeiten oder auch in der Sozialpädagogik, weil sie oft einen ganz anderen Zugang haben. Und tatsächlich gibt es auch die Clowns ohne Grenzen, die in Krisengebiete fahren, wo es Krieg oder Naturkatastrophen gibt, um dort Workshops zu geben oder einfach für die Menschen zu spielen. Auf der ganzen Suche nach Antworten, warum ich diesen Clown hatte, bin ich auch noch auf eine weitere Person gestoßen. Melanie und ich waren die besten Freunde, bis ich 3 Jahre alt wurde und weggezogen bin. Und mich würde wirklich interessieren, was sie heute macht. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Und was war euer erstes Stofftier? Das eine, das ihr hattet, bevor ihr euch selbst richtig kanntet? My fate is